Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie die Arbeit einer Pflegestelle im Tierschutz aussieht? Dann begleitet mich von der Ankunft meiner 4. Pflegehündin Nelly bis zur Vermittlung. Ende Mai machte sich Nelly auf den Weg von Rumänien nach Deutschland. Auch für die Tierschützerinnen und Tierschützer ein aufregender Tag. Denn Nelly ist ihnen ans Herz gewachsen. Eine Zuneigung, die offenbar auf Gegenseitigkeit beruht. Kastriert, geimpft, gechippt, entwurmt, entfloht, auf Mittelmeerkrankheiten getestet und mit Sicherheitsgeschirr machte sich die Kleine auf den Weg zum Tiertransporter und die rund 12 Stunden lange Fahrt nach Deutschland. Dort wartete ich gespannt auf die Ankunft. Vor der ersten Ankunft meines ersten Pflegehundes war ich super aufgeregt, weil jeder Hund ist einfach ein Überraschungspaket. Man weiß nie, was auf einen zukommt. Ist der Hund katzenverträglich? Versteht er sich mit anderen Hunden? Oder hat er besonders viel Angst? Genau. Aber jetzt bei meinem 4. Pflegehund bin ich auf jeden Fall schon entspannter geworden. Bei der Ankunft wurden alle nötigen Papiere, wie die Ausreisepapiere und der EU-Heimtierausweis übergeben und dann konnte sich Nelly auf den Weg zum Auto machen. Nelly war anfangs ein bisschen schüchtern, als sie bei uns angekommen ist, aber sie hat sich super schnell eingelebt, war auch direkt total verschmust und brauchte ganz viel Liebe und hatte keinerlei Probleme, sich einzugewöhnen. In den ersten Nächten wurden noch ein paar Vorsichtsmaßnahmen getroffen, falls Nelly sich erleichtern möchte. Doch das gehörte auch schnell der Vergangenheit an. Sie hat sich sehr schnell an ihre neue Umgebung gewöhnt und Vertrauen gefasst. Das ist nicht selbstverständlich. Manche sind einfach sofort da und angekommen, andere wiederum sind halt ängstlich und brauchen ihre Zeit, um sich einzugewöhnen. Als Pflegestelle sollte man wissen, dass man viel Zeit und Geduld mitbringen muss. Je nachdem, wie ängstlich und unsicher der Pflegehund ist, verbringt der Hund mehr Zeit bei der Pflegefamilie. Dabei ist man als Familie auf Zeit mit gewissen Herausforderungen konfrontiert. Als Pflegestelle hat man zunächst einen Hund zu Hause, der nichts kennt und auch noch nichts kann. Darauf sollte man sich einstellen. Dinge wie Leinenführigkeit, Stubenreinheit, alleine bleiben, das alles muss man üben. Es kann sein, dass der Hund ängstlich ist oder Angst vor Männern hat. Das sind alles Dinge, die man erst mit der Zeit sieht und mit dem Hund üben muss. Hat man die ersten Hürden genommen, erlebt man einen Hund, der aufblüht und nun lernt, was es bedeutet, ein Zuhause zu haben. Leider muss man seinen liebgewonnenen Pflegling früher oder später auch wieder abgeben. Natürlich fällt es mir schwer, den Hund wieder abzugeben, vor allem weil man ihn auch ins Herz geschlossen hat. Aber ich sehe dann, in welche Familie er kommt und das macht mich glücklich und ich habe halt die Chance, einem weiteren Hund eine Pflegestelle zu bieten. Für mich ist es das Schönste, wenn der Hund bei seiner neuen Familie angekommen ist und alle happy mit ihrem neuen Familienmitglied sind. Daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, Pflegestelle zu werden, weil man einfach eine super schöne Erfahrung macht und gleichzeitig was Gutes tut. Natürlich ist die Arbeit nicht nur für mich sehr bereichernd, sondern auch für die Tierschutzvereine sehr, sehr wichtig. Es gibt immer Familien, die den Hund gerne persönlich kennenlernen wollen, sei es aufgrund von Kindern, die im Haushalt leben oder auch andere Hunde, wo man nicht genau weiß, ob der Hund sich mit dem anderen Hund versteht. Und dafür gibt es eben Pflegestellen, wo man den Hund persönlich kennenlernen kann und schauen kann, ob alles passt. Das soll verhindern, dass der neue Bewohner wieder im Tierheim abgegeben wird, weil er nicht in die Familie passt. Bevor die kleine Nelly jedoch endgültig ihre Koffer packen konnte, gab es doch noch ein paar Fragen an die neue Familie. Hallo, hier ist Karina von Hunderettung Europa. Ja, ihr interessiert euch ja für die Nelly und bevor es zum ersten Kennenlernen kommt, wollte ich noch mal ein paar Dinge mit euch abklären. In einem ersten Telefonat lernt man die neue Familie für den Pflegehund kennen und klärt offene Fragen seitens der Interessenten. Der Verein klärt die Interessenten über die richtige Sicherung, Mittelmeerkrankheiten und weitere wichtige Dinge auf. Wenn alles passt, haben die Interessenten die Möglichkeit, den Pflegehund auf seiner Pflegestelle kennenzulernen.
Wenn sich alle Parteien einig sind, findet die Vorkontrolle im neuen Zuhause statt. Nellys Geschichte hatte ein Happy End. Mithilfe der Pflegestelle konnte ihr der Weg in ein neues Hundeleben geebnet werden, das sie ohne diese Chance vermutlich nicht bekommen hätte. Jetzt ist Nelly in ihrer neuen Familie angekommen und spürt von ihren Menschen endlich die Liebe, die sie verdient. Und das ihr ganzes Leben lang.